Viele Menschen glauben, dass man mit einem Airbnb-Apartment in Downtown Dubai automatisch viel Geld verdient. Aber wie viel bleibt am Ende wirklich übrig? In diesem Video zeige ich euch anhand eines realistischen Beispiels, wie viel man tatsächlich mit einem Airbnb-Apartment in Downtown Dubai erwirtschaften kann und welche Kosten man auf gar keinen Fall übersehen darf. Mein Name ist Joachim Steimle und ich bin Gründer von Black Forest Holiday Homes hier in Dubai. Wir betreiben und managen Apartments für Eigentümer und sehen dadurch täglich am Markt, wie sich Apartments in verschiedenen Lagen entwickeln. Downtown Dubai gehört definitiv zu einem der spannendsten, aber auch zu den anspruchsvollsten Märkten hier in Dubai im Bereich der Kurzzeitvermietung. Downtown Dubai ist natürlich eine der bekanntesten Lagen hier in der Stadt. Das liegt natürlich daran, dass sich hier der Burj Khalifa befindet, die Dubai Mall. Ihr habt viele Hotels, wahnsinnig viele Restaurants am Boulevard entlang. Die Area ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Coca-Cola Arena mit vielen großen Events das ganze Jahr über ist hier auch vertreten und ihr habt hier auch die ganzen Messen und das zieht natürlich wahnsinnig viele Touristen an. Deshalb gehören die Apartments hier in Downtown Dubai zu einem der am besten und zum Teil auch zu den hochpreisigsten Apartments in der Kurzzeitvermietung in Dubai. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Praxis. Es handelt sich hier um ein 3-Bedroom-Apartment in Downtown. Der Tower ist relativ neu, gerade mal 4 bis 5 Jahre alt, ist verbunden über einer Brücke mit der Dubai Mall. Somit habt ihr direkten Zugang in die Dubai Mall. Das Apartment befindet sich in einem sehr, sehr hohen Stockwerk und hat dadurch natürlich eine sensationelle Aussicht direkt über die Dubai Mall auf den Burj Khalifa. Ihr seht vom Apartment aus jede einzelne Fountain Show. Ihr seht die Lichtershow des Burj Khalifas, was sehr beeindruckend ist. Solche Apartments werden natürlich sehr, sehr häufig in Dubai in der Kurzzeitvermietung gebucht. Schauen wir uns hierzu zuerst mal die möglichen Einnahmen an. Wir reden von einem High-Season-Monat, also alles zwischen September und April, manchmal auch bis Mai. Wir lassen mal den Dezember raus, weil der Dezember performt nochmal ganz, ganz anders. Und wir gehen einfach mal, und das sind wirklich realisierbare Zahlen, in der High-Season von einer 80-prozentigen Auslastung aus. Das wäre an einem starken Monat um die 25 Tage. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einen durchschnittlichen Tagespreis, Übernachtungspreis habt von zwischen 2000 und 2600 AED. Bisschen mehr, bisschen weniger. Über das Dynamic Pricing habe ich schon ein eigenes Video gemacht, wo ihr sehen könnt, wie das zustande kommt. Und so kommen wir dann auf eine Einnahme von ca. 55.000 AED. Und jetzt müssen wir ganz genau darauf achten, welche Kosten entstehen denn. Wir haben zuerst mal die Kosten der Buchungsplattform, die liegen zwischen 15 und sogar 20%. Airbnb zum Beispiel chargt 15,5%. Das wären in dem Fall 8.525 AED, die abgezogen werden. Dann haben wir in dem Fall bei 25 Tage Auslastung eine Kurtaxe an die DTCM abzuführen, die pro Tag mit 30 AED berechnet wird. Das sind dann bei 25 Tagen 750 AED. Dann gehen wir einfach mal von 4 Buchungen innerhalb dieser 25 Tage aus. Pro Buchung haben wir ein Abschlusscleaning, also die Endreinigung. Die kostet in diesem Fall 650 AED. Dann wären wir bei 4 Cleanings bei 2600 AED. Und dann kommt die Managementgebühr von einem Unternehmen wie wir oder jedem anderen. Der übliche Preis hierfür liegt bei 20%. Das wären dann auch 8.625 AED. Das Internet, was ihr monatlich habt, sind 450 AED. Und DEWA, also die Nebenkosten plus Gas und Versicherung, kommen wir roundabout auf ca. 2.000 AED. Dann bleiben sozusagen 32.050 AED übrig. Das sind dann 7.500 bis 8.000 Euro, was innerhalb der Saison mit so einem Apartment netto an den Owner ausbezahlt werden. Der Dezember, den muss man da komplett außen vor lassen,
weil im Dezember ist tatsächlich exakt das Doppelte möglich. Ja, das sage ich jetzt nicht einfach nur so her, das haben wir wirklich erwirtschaftet mit solchen Apartments. Daher Dezember komplett außen vor lassen. Die Off-Season kommt dann auch immer wieder darauf an, wenn ihr euch schon am Markt etabliert habt, dann habt ihr viele Kunden, die immer wieder direkt auf euch zugehen, die schon im Vorfeld bei euch buchen, die auch sehr gerne, gerade in der Off-Season haben wir das wahnsinnig oft, dass Leute 2, 3 Monate ein Apartment komplett durchbuchen, natürlich zu einem ganz anderen Preis. Jedoch habt ihr dann eine 100%ige Auslastung. Das verschiebt natürlich die Performance auch nochmal massiv. Ja, das muss man ganz klar dazu sagen, aber das kommt natürlich darauf an, wie etabliert ihr schon am Markt seid. Und jetzt wird es richtig spannend. Wenn wir doch der Meinung sind, dass Downtown eine perfekte Area für die Kurzzeitvermietung ist, warum gibt es dann immer noch so viele Apartments, die keine Rendite-Performance-Maschinen sind? Und da kommen wir wieder zu den Punkten, die ich immer und immer wieder predige. Ihr müsst eine gute Aussicht aus eurem Apartment haben, vor allem in Downtown, wo die Leute gezielt hinkommen, weil sie eine schöne Aussicht auf den Burj Khalifa haben wollen, je nachdem sogar auch freie Sicht auf die Fountain Show, weil das sind absolute Selling Points. Ja, das heißt, wie immer ist die Lage und die Aussicht aus eurem Apartment enorm wichtig. Ihr könnt ein Apartment im selben Tower haben, einmal mit dem sensationellen Burj Khalifa View und einmal in die komplett andere Himmelsrichtung, je nachdem dann auch noch Low Floor. Und dann schaut ihr einfach nur auf den nächsten Tower, dann habt ihr euch den möglichen Glanz von Downtown komplett genommen. Dazu zählt natürlich auch die Inneneinrichtung eures Apartments, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die muss einfach passen. Der typische Gast, der nach Dubai kommt und vor allem nach Downtown kommt, der erwartet schon ein bisschen Luxus. Das heißt nicht, dass ihr da unnötig viel Geld in die Inneneinrichtung packen müsst, aber ihr solltet ein Designer-Team haben, welches in der Lage ist, für einen angemessenen Preis eine wunderschöne Inneneinrichtung in euer Apartment zu bringen. Deshalb haben wir bei Black Forest Holiday Homes auch unsere eigenen Designer, die nichts anderes machen, als genau die Wünsche der Kunden ins Apartment reinzupacken. Und alles in allem am Ende geht es dann wieder um die Bewertungen, die die Gäste hinterlassen auf den Plattformen für euer Apartment. Wenn ihr natürlich viele 5-Sterne-Bewertungen habt, dann werdet ihr zum Guest Favorite und somit werdet ihr ganz oben in den Listings angezeigt. Guest Favorite plus Superhost-Status erzeugt Vertrauen. Dadurch sind die Leute auch bereit, andere Preise zu bezahlen. Nochmal abschließend, wenn ihr diese Punkte alle berücksichtigt, dann könnt ihr wirklich Performance generieren. Zusammengefasst sage ich, dass ein gut geführtes Apartment in Downtown Dubai ein richtig guter Invest sein kann. Entscheidend für den Erfolg ist hierbei, dass das Apartment professionell gemanagt wird und die Key Facts, von denen ich immer und immer wieder spreche, präzise eingehalten werden. Wenn euch Einblicke zum Thema der Kurzzeitvermietung in Dubai interessieren, folgt dem Kanal. Wir zeigen euch hier regelmäßig, wie Kurzzeitvermietung wirklich funktioniert. Und wenn ihr Fragen habt, packt sie sehr gerne in die Kommentare. Wir greifen diese Themen auf, sehr gerne auch für weitere Videos.